Lenas Küchenabenteuer. Hallo Lena, hallo liebe Deutschlerner. Willkommen zurück zu Annas und Lenas Deutschalltag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lena, beim letzten Mal hast du uns ja schon von deinen Aufräumabenteuern im Schlafzimmer und im Bad erzählt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es in der Küche weiterging. Bist du bereit für Runde 2 deiner Perfekterzählung? Hallo Anna, hallo zusammen. Ja, bereit und etwas weniger Muskelkater diesmal. Die Küche. Oh ja, die Küche war ein eigenes Kapitel. Da habe ich wirklich viel Zeit verbracht und einiges erlebt. Aber ich habe auch versucht, mir eure Tipps aus den Kommentaren zum Thema Küche putzen zu Herzen zu nehmen. Mal sehen, ob mein Perfekt heute besser sitzt. Das ist super, dass du die Tipps aus der Community aufnimmst. Das freut uns sehr. Also, wir sind ganz Ohr. Das letzte Mal sind wir ja quasi an der Küchentür stehen geblieben. Wie hast du denn in der Küche angefangen? War großes Chaos? Sagen wir mal so, es hat sich einiges angesammelt. Zuerst habe ich mir einen Überblick über das kleine Schlachtfeld verschafft. Dann habe ich mit dem Geschirr angefangen. Ein riesiger Berg stand auf der Spüle. Und daneben. Ah, der berühmte Geschirrberg. Du hast dir einen Überblick verschafft und hast mit dem Geschirr angefangen. Wie bist du vorgegangen? Von Hand gespült oder hast du eine Spülmaschine? Und ihr, liebe Zuschauer, habt ihr auch manchmal so einen Geschirrberg zu Hause? Wie geht ihr beim Spülen vor? Lieber von Hand oder Spülmaschine? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Natürlich im Perfekt. Ich habe Gott sei Dank eine Spülmaschine. Zuerst habe ich alle Essensreste von den Tellern gekratzt und in den Biomüll geworfen. Dann habe ich die Spülmaschine ausgeräumt. Die war nämlich noch voll mit sauberem Geschirr vom Vortag. Das hat einen Moment gedauert. Du hast die Essensreste gekratzt und geworfen. Und du hast die Spülmaschine ausgeräumt. Gute, klare Verben. Und nachdem sie leer war? Dann habe ich das schmutzige Geschirr systematisch eingeräumt. Die großen Teller unten, die kleinen oben, Gläser und Tassen auch. Besteck habe ich in den Besteckkorb sortiert. Zum Schluss habe ich einen Spültab hineingegeben und die Maschine angestellt. Sehr gut organisiert. Du hast eingeräumt, sortiert, hineingegeben und angestellt. Während die Spülmaschine lief, was hast du dann gemacht? Die Arbeitsflächen? Genau. Die Arbeitsflächen waren mein nächstes Ziel. Da lagen noch ein paar Krümel und Kaffeeflecken. Zuerst habe ich alles weggeräumt, was nicht dahin gehört. Toaster, Kaffeemaschine kurz beiseite gestellt. Dann habe ich die Flächen gründlich mit einem feuchten Lappen und Allzweckreiniger gereinigt. Auch die Fliesen hinter der Spüle habe ich nicht vergessen. Du hast mit Allzweckreiniger gereinigt. Ein tolles Wort übrigens, das ihr euch merken könnt, liebe Zuschauer. Allzweckreiniger, Allzweck plus Reiniger, heißt, dass man ihn für alle möglichen Zwecke, also für viele verschiedene Dinge, nutzen kann. Sehr praktisch. Und die Spüle selbst, Lena? Oh ja! Die Spüle habe ich mit einem speziellen Edelstahlreiniger behandelt. Zuerst eingesprüht, kurz einwirken lassen und dann mit einem Schwamm geschrubbt, bis sie wieder geglänzt hat. Die Armatur habe ich danach auch noch poliert. Das klingt nach einer glänzenden Leistung. Und was ist mit dem Herd? Oft ein Ort für hartnäckigen Schmutz. Der Herd? Ja, der hatte ein paar eingebrannte Flecken. Ich habe einen Ceranfeldschaber genommen und die eingebrannten Reste vorsichtig abgekratzt. Danach habe ich speziellen Reiniger für Ceranfelder aufgetragen, ihn kurz wirken lassen und dann alles sauber gewischt. Das war ein bisschen mühsam, aber es hat sich gelohnt. Du hast genommen, abgekratzt, aufgetragen und gewischt. Mühsam, aber effektiv. Gab es noch andere Geräte, die deine Aufmerksamkeit gebraucht haben? Mikrowelle, Backofen? Die Mikrowelle habe ich von innen und außen feucht ausgewischt. Den Backofen habe ich mir für einen anderen Tag aufgehoben. Der braucht eine Generalüberholung. Aber den Kühlschrank, den habe ich ausgeräumt. Oh, den Kühlschrank ausräumen, das ist eine größere Aktion. Was hast du da genau gemacht?
Ja, das war nötig. Ich habe zuerst alle Lebensmittel herausgenommen. Dann habe ich abgelaufene Sachen direkt entsorgt. Die Innenfächer und Schubladen habe ich mit Essigwasser ausgewaschen und trockengerieben. Danach habe ich die Lebensmittel wieder eingeräumt. Natürlich etwas sortierter als vorher. Plötzlich sah alles viel ordentlicher aus. Das hat richtig gut getan. Es hat sich gleich viel besser angefühlt. Das ist eine tolle Leistung und ein super Gefühl danach. Du hast herausgenommen, entsorgt, ausgewaschen, gerieben und eingeräumt. Sehr viele nützliche Verben. Und der Boden in der Küche? Der leidet ja auch oft. Der Boden war definitiv dran. Zuerst habe ich ihn gründlich gefegt, um alle Krümel und was sonst so heruntergefallen war, zu entfernen. Ich habe sogar unter dem Küchentisch gekehrt. Danach habe ich ihn mit einem Bodenreiniger feucht gewischt. Super! Jetzt klingt die Küche ja schon fast perfekt. Hast du zwischendurch vielleicht auch mal eine kleine Pause gemacht oder etwas getrunken? So viel Putzen macht durstig. Ja, unbedingt. Nachdem die Spülmaschine fertig war und ich die Arbeitsflächen sauber hatte, habe ich mir eine Tasse Kaffee gekocht und eine kleine Pause gemacht. Ich habe mir bewusst 10 Minuten genommen, um kurz durchzuatmen. Das hilft echt beim Durchhalten. Das habe ich echt gebraucht. Währenddessen habe ich auch den Müll hinausgebracht. Du hast dir bewusst 10 Minuten genommen, Kaffee gekocht, Pause gemacht und Müll hinausgebracht. Siehst du, wie viele Perfektformen du ganz natürlich benutzt? Fantastisch. Gab es vielleicht auch ein kleines Küchenmalheur? Ein richtiges Malheur nicht direkt. Aber beim Kaffeekochen ist mir ein bisschen Kaffeepulver neben die Maschine gekrümelt. Das musste ich dann natürlich auch sofort wegwischen. Zählt das als Minimalheur? Absolut. Dir ist Kaffeepulver gekrümelt und du hast es weggewischt. So, Lena, jetzt haben wir schon sehr viel über deine Küchenputzaktion gehört. Wie hat sich das angefühlt, als alles sauber war? Oh, es war ein super Gefühl. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Alles hat geglänzt, es hat gut gerochen. Ich war stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe. Und danach habe ich mir dann als Belohnung etwas Leckeres gekocht. Aber das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Wortschatztafel Küche. Das ist eine wunderbare Belohnung. Und jetzt, wie versprochen, unser Küchenvokabular-Booster. Hier sind die wichtigsten Verben, die Lena heute im Perfekt benutzt hat, thematisch sortiert. Achtet auf die Partizipien und ob sie haben oder sein brauchen. Geschirr und Spülmaschine. Überblick verschafft, sich Dativ. Angefangen, mit etwas. Essensreste, abgekratzt, geworfen. Spülmaschine, ausgeräumt, eingeräumt. Spültab, hineingegeben. Maschinen, angestellt. Oberflächen und Spüle. Alles weggeräumt. Flächen gereinigt, mit Lappen. Fliesen, nicht vergessen, etwas. Spüle, behandelt, eingesprüht. Kurz, einwirken lassen. Geschrubbt, geglänzt. Armaturen, poliert. Herd und Mikrowelle. Reste, abgekratzt, vom Ceranfeld. Reiniger, aufgetragen. Sauber, gewischt. Mikrowelle, ausgewischt. Kühlschrank, ausgeräumt. Lebensmittel, herausgenommen. Abgelaufenes, entsorgt. Fächer, ausgewaschen, trocken, gerieben. Lebensmittel, wieder eingeräumt. Boden und Müll. Boden gefegt, gekehrt, feucht, gewischt. Müll hinausgebracht. Pause und Minimalheur. Kaffee gekocht, Pause gemacht. Sich 10 Minuten genommen. Kaffeepulver ist gekrümelt. Mit sein. Pulver weggewischt. Gefühl danach?
sich wohlgefühlt. Stolz gewesen. Auf sich. Alles hat geglänzt. Gut gerochen. Etwas geschafft. Etwas Leckeres gekocht. Lena, das war wieder eine Meisterleistung. Ich denke, unsere Zuschauer und auch du haben heute wieder viel gelernt. Danke, Anna. Es hilft wirklich so, darüber zu sprechen. Das ist der Plan. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr wieder dran. Die Küche ist ja oft ein zentraler Ort. Was habt ihr denn heute oder gestern in eurer Küche gemacht? Habt ihr vielleicht etwas Leckeres gekocht oder gebacken? Wenn ihr Lust habt, schreibt eine kleine Geschichte aus eurer Küche. Natürlich imperfekt. Wer mag, kann auch ein kurzes Video als Kommentar posten, wenn das geht. Oder einfach eure Sätze teilen. Wir freuen uns auf eure Küchenabenteuer. Und das war's für heute mit Annas und Lenas Deutschalltag. Wenn euch das gemeinsame Lernen mit Lena Spaß macht, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen und teilt das Video. Im nächsten Teil wird es vielleicht um Lenas Einkaufserlebnisse gehen. Oder was meint ihr? Schreibt uns auch gerne eure Themenwünsche in die Kommentare. Ja, oder vielleicht mein Versuch, einen Kuchen zu backen. Das könnte lustig werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, macht's gut und bis bald.